Der neue Michael Jackson Kinotrailer ist endlich da. Und obwohl er nur 2 Minuten 15 lang ist, verrät er eine Menge neuer Details über das neue Michael Jackson Biopic, das jetzt am 24. April in die Kinos kommt. Heute bespreche ich mit euch die neuen Details aus diesem 2 Minuten 17 langen Trailer. Hallo zusammen, ich bin euer MJ Update Harry. Ich habe auf meinem Kanal bereits eine lange Trailer-Analyse gemacht und viele Folgen zum Biopic. Wenn es um Michael Jackson Infos geht, seid ihr hier genau richtig. Auf meinem Kanal findet ihr eine lange Folge, wo ich bereits den Short-Trailer besprochen habe. Der erschien letztes Jahr im November. Letzte Woche habe ich ja eine Special-Folge herausgebracht, wo ich über die Weltpremiere des Michael Biopics in Berlin berichtet habe. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Am gleichen Tag kamen 2 neue Poster raus über das Biopic und ein Short-Trailer, der ging nur ein paar Sekunden, 30 Sekunden. Und am nächsten Tag, am Montag, kam dann endlich der offizielle Kinotrailer zu Michael. 2 Minuten 17 ist der lang und heute besprechen wir nur die neuen Details, die dieser neue Trailer verrät und was das über den Film gegebenenfalls aussagt. Der Trailer beginnt mit ganz vielen Schnitten. Michael Jackson ist bei der Bad Tour zu sehen. Und ja, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist die Bad Tour, die echte Bad Tour. Jafar Jackson sah authentisch aus. Er sieht einfach unglaublich gut aus. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, ja, das könnte der echte Michael gewesen sein. Das sind echte Aufnahmen von der Bad Tour. Danach kommt direkt ein Schnitt, ein harter Cut. Gary, Indiana, die Winterlandschaft ist zu sehen. Es wird hier die Industriestadt kurz eingeblendet und danach erfolgt Joseph Jackson und die Jackson 5 Kids sind zu sehen. Joseph trichtert seinen Jungs ein, wollt ihr Gewinner sein oder verlieren? Joseph fragt, ob sie bereit sind, für den Erfolg zu kämpfen, was die Jungs mit Yes, Sir beantworten. Sie sind bereit dafür. Es folgen ganz viele neue Schnitte und Einblendungen von den Jackson 5 und den Jacksons in der damaligen Zeit. Das gibt hier Spekulationen darüber, dass die frühen Jahre, die Motown-Jahre, noch detailreicher erklärt werden als bisher vermutet. Das heißt, diese frühen Jahre werden wahrscheinlich einen viel größeren Bestandteil des ersten Teils sein, als ich gedacht hätte. Während dieser Phase sind im Hintergrund die Takte zu Don't Stop Till You Get Enough zu hören, was in einem großen Oh endet. Michael oder Jafar, die Stimme ist so authentisch, dass es der echte Michael sein könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie echte Tonspuren von Michael verwendet haben oder ob das Coverversionen von Jafar sind. Wir werden es noch erfahren. Das ganze Szenario geht rüber in Business-Termine. Michael ist zu sehen. John Branca, Quincy Jones, Frank DiLeo. John Branca und Frank DiLeo sind ja Michael Jacksons Manager gewesen in den 80ern. Und Quincy Jones hat Thriller, Bad Off the Wall und The Wiz mitproduziert. Michael philosophiert, weißt du, was ich will? John Branca antwortet, natürlich der größte Star der Welt werden. Und sie schlagen ein. Direkt danach kommt der Schnitt wieder zu Joseph Jackson, Pressekonferenz. Er will die Marke Jacksons aufbauen, vergleicht das mit Limonadengetränke, die er hier bewerben möchte und zwingt quasi Michael hier in die Victory Tour. Hier sind ganz deutlich Spannungen zu merken zwischen Michael, dass er unglücklich damit ist, und Joseph, der bereit ist, Kapital rauszuschlagen. Hier sieht man, dass dieser Teil, Joseph Jackson und das Verhältnis der Kinder oder das Verhältnis zu Michael, ich denke, einen wesentlichen Bestandteil des Films auch ausmachen wird. Im nächsten Cut ist Michael mit Quincy Jones zu sehen, wie er in Los Angeles, ich vermute, das sollen am Hollywood-Zeichen soll das sein. Sie sitzen auf dem Auto und philosophieren über den Erfolg. Michael erzählt sowas wie, ich liebe meine Familie, aber ich will endlich mein eigenes Ding machen. Quincy Jones bestärkt ihn da natürlich. Es kommt ein Schwenker zu Catherine Jackson. Catherine sagt,
Seit deiner Geburt weiß ich, dass du was ganz Besonderes bist. Es setzen die Takte zu Billie Jean ein. Michael sitzt dort mit Bubbles in Havenhurst, bietet Dreharbeiten. Hier ist wieder Michael zu sehen, wie er am Set ist. Ich glaube, das T-Shirt ist nicht ganz authentisch. Das hat er da nicht getragen. Aber naja gut, es ist ein Biopic. Wir können, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass alles zu 100% authentisch ist, was wir hier sehen. Es kommen verschiedene Schnitte, Live-Performances und Michael sagt hier wieder, ich glaube, Musik kann die Welt verändern. Im nächsten Teil sehen wir volle Straßen, Fans sind zu sehen. Es wird ganz kurz der Pepsi-Werbespot eingeblendet, wie Michael Jackson abtransportiert wird mit seiner Kopfverletzung. Auch da hoffe ich, dass das intensiver eingebaut wird, als wir das damals in den Jacksons in American Dream gesehen haben. Jemand hat bei mir auch kommentiert letzte Woche, da wurde sinngemäß nur gesagt, er hatte sich die Haare verbrannt und das wird schon wieder. Dass dieser Unfall aber viel mehr und viel komplexer für Michael Jacksons Leben war, das sollte dieser Film eben auch zeigen und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Es folgen darauf zahlreiche schnelle Schnitte, Bad Tour, Thriller-Video, Don't Stop Till You Get Enough Video, Grammys. Michael sagt Magic oder Magie zu Deutsch. Es folgen die Takte von Billie Jean. Es kommt der Schriftzug Michael. Damit ist der 2 Minuten 17 Trailer zu Ende. Habt ihr den Trailer auf Englisch gesehen? Javars Stimme hört sich an wie Michaels Stimme. Ich habe das gehört und gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das Javars Stimme ist. Es hört sich so authentisch nach Michael an. Javar als Michael ist so genial hergerichtet. Die Maskenbildner haben hier volle Arbeit geleistet. Die Frage ist halt auch nur, ob das Maskenbildner war oder ob auch hier digitale Effekte für verwendet wurden. Es sieht so brillant aus, wie Javar hier als Michael glänzt in diesem Trailer. Das wird unglaublich im Film sein. Also das, was man bis jetzt gesehen hat, ist wirklich genial. Nicht nur das Aussehen, auch seine Outfits, die er anhat. Sie sind so originalgetreu. Es gibt zwar hier und da ein paar Fehler, wo man sagt, okay, das hat Michael so nicht angehabt, aber die Outfits sind originalgetreu und teilweise so authentisch, dass man denkt, Javar oder für diese Filmproduktion hat man sie aus Michaels Garderobe genommen. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was hat dieser Trailer mit euch ausgelöst? Seid ihr begeistert? Seid ihr enttäuscht? Fehlen Dinge? Hättet ihr euch mehr erwartet, weniger erwartet? Wie findet ihr die Outfits, Javar und? Teilt es doch mal gerne in den Kommentaren mit, wie ihr zu dieser aktuellen Situation rund um den Trailer steht. Was verrät der Trailer nicht? Der Trailer geht beispielsweise noch überhaupt nicht auf Michael Jacksons Hauterkrankung Vitiligo ein, die er hatte, die Weißfleckenerkrankung. Ich hoffe sehr, dass das Thema im Film sein wird, damit auch das erklärt wird, warum sich eben seine Hautfarbe im Laufe der Zeit verändert hat und dass sich Michael eben auch hell geschminkt hat häufig. Der Film geht nicht darauf ein, auf verschiedene Videodrehs, Billie Jean, The Way You Make Me Feel, Bad zum Beispiel, ikonische Videos, Smooth Criminal, legendär. Das sind keine Themen, die wir bisher gesehen haben in den Trailer. Ob sie überhaupt in dem Film vorkommt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ebenfalls nicht Bestandteil ist bisher We Are The World ist hier nicht mit drin. E.T. Storybook. Ja, die Produktionsphasen werden nur angedeutet mit dieser Pinnwand, die wir auch schon im Short-Trailer gesehen haben. Michaels Beziehung zu den Grammys wird hier nicht genau beleuchtet, weil er 1980 schon sehr enttäuscht war für sein Off-the-Wall-Album, wo er leer ausging. Aber auch bei Bad ging er leer aus und war sehr enttäuscht, als er die legendäre Performance aus The Way You Make Me Feel und Man in the Mirror vorstellte. Ja, das ist hier auch nicht Bestandteil. Neverland ist nicht Bestandteil, wird nicht gezeigt. Also, ich bin da sehr gespannt, was aus diesen verschiedenen Phasen noch in dem Film vorkommt. Auch seine Beziehung zu Diana Ross, zu Tim O'Neill, also seine Frauengeschichten, Brooke Shields. Das wird hier auch noch überhaupt nicht angedeutet in dem Trailer. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieser Film Ende der 80er endet. Das heißt, wer hier irgendwas über die Anschuldigung gegen Michael Jackson erfahren möchte, wird wahrscheinlich leer ausgehen, weil der Film eben endet, wo es noch keine Anschuldigung gab. Das wird sehr wahrscheinlich in einem zweiten Teil arbeitet. Aber hier Spoiler, das sind Gerüchte. Ich habe
keine Bestätigung. Bis Tag heute, wo ich das hier aufnehme, gibt es kein offizielles Statement, dass es einen zweiten Teil geben wird. Gerüchte besagen, dass mit Veröffentlichung des ersten Teils, also am 24. April, wird auch der zweite Teil gelauncht, dass der ja kommen wird. Am Dienstag, meine ich, hat Colman Domingo, der Joseph Jackson im Biopic spielt, ein Foto von sich am Set veröffentlicht. Und das hat bei Fans für Spekulationen gesorgt, weil im Hintergrund ein Foto zu sehen war von Javar Jackson und auch den jungen Jackson, wo ganz viele kleine Bilder zu sehen waren von Javar und den jüngsten Michael in den verschiedensten Lebensphasen. Und da haben wir eben auch kleine Fotos gesehen, wo Javar als The Wiz, als die Vogelscheuche zurechtgemacht war. Von der Dangerous Tour war ein Foto zu sehen. Liberian Girl konnte man ausmachen vom Videodreh. Also eine ganze Menge weiterer Shots waren zu sehen, so dass wahrscheinlich auch noch verschiedene andere Aufnahmen von Michael in den Film reinkommen. Ich glaube, Colman Domingo hat diesen Post auch ganz schnell wieder gelöscht, weil man das, glaube ich, nicht wollte, dass das jetzt schon so veröffentlicht wird. Gestern am 5. Februar fand die große Investorenbesprechung von Lionsgate statt. Das sind so monatliche oder Quartalsbesprechungen. Ich weiß nicht, wie das bei solchen Unternehmen läuft. Da wird auf jeden Fall den Investoren berichtet, was gerade so der Stand der Dinge im Konzern ist. Und da war Michael ein großes Thema. Dort hat Lionsgate offiziell an all seinen Investoren verkündet, dass das Michael Jackson Biopic-Trailer der meistgesehene Musikbiografie-Trailer der Geschichte ist. Weder Elvis noch Freddie Mercury oder andere Musikkünstler haben Trailer rausgebracht, die am häufigsten angeklickt wurden. Auch die Medienpräsenz, die war enorm auf den sozialen Medien für diesen Trailer. Lionsgate sagt auch, dass dieser Trailer der meistgesehene Trailer seit über 10 Jahren ist, den sie veröffentlicht haben. Also sie versprechen sich offenbar sehr, sehr viel von diesem Film. Zusätzlich gaben sie die Info auf eine Frage, dass auch Testscreenings stattgefunden haben und die Resonanzen der Zuschauer, die diesen Film bereits auch international gesehen haben, war wohl phänomenal. Also die Leute sind begeistert von dem Film. Mit diesen Eindrücken gehen wir aus dieser kurzen Spezialfolge rund um das Michael Jackson Biopic raus. Auf meinem Kanal findet ihr viele, viele weitere Videos rund um Michael Jackson, rund um das Biopic, Merch und. Teilen, abonnieren, liken, kommentieren und wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.